Hallo allerseits, willkommen zu dieser Produktvorstellung der Zeltbahnen von Gerodesign. Die haben mir wieder ein Päckchen zugesendet mit diversen Dioramenszubehörteilen. Was ich aber eben besonders interessant fand, waren diese Zeltbahnen. Das ist nämlich was, wo ich jetzt so auf dem Markt in der Form noch nicht gesehen habe und deswegen möchte ich euch das mal zeigen. Gegenwärtig gibt es da zwei Tarnmuster zur Auswahl, einmal Splittertarn und einmal Erbsentarn. Schauen wir uns zuerst das Splittertarnmuster an. So, in der Tüte bekommen wir hier zwei Zeltbahnen. Die sind schon vorgeschnitten. Man hat hier auch angedeutet, wo eben die Ösen reinkommen, dass man das eben verzogen kann und da ein Zelt draus bauen kann. Die sind auf echten Stoff gedruckt. Ist relativ lichtdurchlässig, weil es etwas grobmaschig ist vielleicht, aber für einen Maßstab 1:35 auf jeden Fall noch in Ordnung. Der Druck ist sehr sauber ausgeführt, die Schnitte sind auch ganz gut gemacht. Wir haben hier nur ein paar so kleine Fäden, die hier abstehen, aber das ist nicht weiter schlimm. Ja, die Rückseite ist weiß. Ich weiß jetzt nicht, wie die echten Zeltbahnen da waren, ob die doppelseitig bedruckt waren oder nicht, das weiß ich nicht genau. Jedenfalls haben wir hier eine sehr schöne Seite. Finde ich, ist eigentlich ganz cool gemacht. Mir kommen diese Zeltbahnen allerdings ein bisschen groß vor, deswegen können wir gleich mal nachmessen. Die Breite sind ziemlich genau 90 mm, Höhe 66 mm. Und wenn man das dann umrechnet in den Maßstab 1:35, kommt raus eine Breite von 2,57 Meter und eine Höhe von 1,89 Meter. Und das ist ziemlich genau das Maß, das diese Zeltbahnen auch wirklich hatten. Also sieht ein bisschen groß aus, aber der Eindruck täuscht, die sind maßstäblich korrekt dimensioniert. So, dann schauen wir uns noch das Erbsentarn an. Die Größe ist hier natürlich gleich. Und das macht auch wirklich einiges her. Sehr sauber gedruckt. Das Muster ist wirklich perfekt. Auch die Farbechtheit, würde ich sagen, passt ziemlich gut. Kommt dem Original sehr nahe. Ich denke mal, viel besser könnte man es jetzt mit dem Pinsel auch nicht malen, außer man hat die richtigen Farben und viel Erfahrung und Geduld, weil diese Tarnmuster, das ist doch recht schwierig. Das Splittertarn, das geht noch ganz gut zu malen, aber hier wird es dann schon etwas aufwendiger, würde ich sagen. Ich sehe da mehrere Anwendungsbereiche für diese Zeltbahn im Modellbau. Man kann die ein bisschen so verknüllen vielleicht und dann in Holzleim tränken und dann vielleicht auf einem Fahrzeug irgendwie platzieren. Das ist eigentlich ganz cool. Man könnte vielleicht auch versuchen, da tatsächlich ein Zelt draus zu bauen. Da bräuchte man natürlich dann nochmal ein Set jeweils, dass man dann eben 4 so Zeltbahnen hat. Das sähe vielleicht ganz gut aus. Man könnte auch schon Bausätze von so Zelten, da gibt es ein paar von Dragon oder auch bei den alten Tamiya-Dingern sind manchmal so Zelte dabei, dass man da vielleicht diese Zeltbahn da außen drauf klebt, dass es einfach realistischer aussieht. Also da gibt es eigentlich mehrere Möglichkeiten. Das nimmt uns einige Arbeit ab, es sieht auch sehr realistisch aus von der Textur. Also ich finde es klasse. Ist wesentlich besser wie ein Abziehbild oder Papier oder was es da früher so gab. Dann schauen wir uns vielleicht das noch an im Vergleich mit ähnlichen Produkten. Zum Beispiel gab es hier vom Plus Model mal so, ich würde es jetzt nicht als Zeltbahn bezeichnen, aber dieses Splittertarnmuster eben auf Papier gedruckt. Wie man sehen kann, da kann man jetzt eigentlich sich keine Zeltbahn ausschneiden in der richtigen Größe. Und es ist auch Papier, das lässt sich sehr schlecht irgendwie realistisch auf einem Modell drapieren. Da war ich sehr enttäuscht, das ist völlig nutzlos. Wenn man es mit Leim und Wasser ein bisschen befeuchtet, löst sich's auf. So sieht es eigentlich auch
nicht wirklich gut aus, hat auch keine tolle Stofftextur. Also da ist die Zeltbahn von Gero Design auf jeden Fall wesentlich interessanter. Und von Reality and Scale gibt es zum Beispiel hier diese Flaggen, die auch auf Stoff gedruckt sind. Ganz dünnes Leinen nehme ich an. Das ist hinten mit ein bisschen Papier noch verstärkt. Da ist natürlich die Stofftextur wesentlich feiner als bei Gero, aber man kann nicht alles haben. Da würde ich sagen, wäre es vielleicht besser, wenn man da noch ein bisschen feiner wäre, dann könnte man es vielleicht auch noch etwas leichter formen, wenn man es mit Holzleim und Wasser einstreicht. Aber so dürfte es auch schon ganz gut funktionieren. Ich habe gerade jetzt nichts Passendes da, wo ich das irgendwie gleich ausprobieren könnte. Aber ich werde es mir vormerken, dass ich das vielleicht kurz- oder mittelfristig mal ausprobieren kann und euch Bericht erstatten kann, ob das dann auch wirklich gut aussieht. Ich finde diese Zeltbahn sehr schön gemacht und ja, auch nützlich und vielseitig einsetzbar. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist der hohe Preis. Ein so ein Beutel mit 2 Zeltbahnen kostet 9,90 €. Das erscheint mir doch ein bisschen viel. Sagen wir so 5, 6 € würde da jeder dafür ausgeben. Aber dann gleich ein Zehner dafür. Das weiß ich nicht. Das muss jeder selber wissen, ob ihn das stört oder ob es das wert ist. Das ist jetzt sicherlich auch keine Sache, die man bei jedem Modell oder jedem Diorama irgendwie verwenden kann oder muss. So vielleicht ab und an mal ist das ganz cool. Ja. Jetzt wisst ihr Bescheid. Wie immer, wenn ich so Videos mache zu Produkten, die mir zur Verfügung gestellt wurden vom Hersteller, könnt ihr euch darauf verlassen, dass das meine ehrliche Meinung ist. Manch einer mag da mir vielleicht gern Befangenheit unterstellen. Ja, ich tue, was ich kann, um da objektiv zu bleiben. Und ich denke, das ist mir hier auch wieder gelungen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.